Als das Universum geboren wurde, bildeten sich die 4 Elementphönixe. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Sie bestehen aus den 4 Elementen, die die Natur bilden. Die Phönixe kümmern sich darum, dass die Elemente im Gleichgewicht bleiben, um so die Natur und damit das Licht zu erhalten. Viele Jahre später in unserer Welt, der Welt C, fand sich eine zerstörte Stadt. Deren Bewohner wussten nicht genau, wie es weitergehen sollte, und so spalteten sie sich in einige Gruppen. Eine Gruppe ging in den Nordosten und lebte in Höhlen. Die Evolution ließ sie kleiner werden, um in effizientere Höhlen zu passen. Wir nennen sie die Kobolde. Andere bauten die Stadt neu auf und erschufen Soprestia, deren Einwohner durch ihre neue Entschlossenheit zur Magie fanden und mächtige Magier wurden. Unsere Ahnen gingen in den Westen, ins Gebirge, und trafen die Elementphönixe, die dort seit Jahrtausenden ungestört ruhten. Sie merkten, dass unsere Ahnen gut gesinnt waren und boten ihnen ein Zuhause an. Über die Zeit wurden unsere Vorfahren durch die Weisheiten und Erzählungen der Elementphönixe immer weiser. Und so entstanden wir, die Creeper. Herr Kustos, ich liebe zwar Ihre Geschichtsstunden, aber ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass ich in nächster Zeit nicht mehr kommen kann. Bei all den Neuigkeiten mit dieser Dunkelheit habe ich immer so ein mulmiges Gefühl und kann mich nicht wirklich konzentrieren. Alles gut, Timeo. Teilweise hört man wirklich gruselige Sachen über die Dunkelheit. Aber merkt ihr immer, wir haben die Elementphönixe bei uns. Und sie werden uns immer beschützen mit ihrer perfekten Harmonie. Wir müssen handeln. Die Dunkelheit stellt eine Bedrohung für uns alle dar. Aber wir wissen nicht genug über sie. Wir könnten uns in Gefahr bringen, ohne es zu wissen. Ich stimme Wasser zu. Wir brauchen mehr Informationen, bevor wir irgendetwas tun. Die Frage ist, wie wir diese Informationen sammeln wollen. Aber bevor wir nicht mehr wissen, sollten wir nicht unbedacht handeln. Okay? Ich würde lieber in den Kampf ziehen und sterben, als untätig zu sein und zu sehen, wie unsere Welt in der Dunkelheit versinkt. Du weißt, dass wir den Tod nicht riskieren dürfen. Wenn wir sterben, ist nicht nur diese Welt verloren. Aber du hast recht. Ob kämpfen oder Informationen sammeln. Wir begeben uns in Gefahr. Das ist euch schon klar, oder? Wir alle haben Angst, Wasser. Aber wir müssen uns zusammenreißen. Für die Creeper, für die Magier und die Kobolde. Für uns alle. Luft hat recht. Wir müssen Informationen sammeln und einen Plan aufstellen. Die Dunkelheit wird nicht von selbst gehen. Und ich bezweifle, dass dies ihr letzter Besuch in Welt C ist. Wasser, du bist blau wie der Himmel. Du kannst die Dunkelheit näher betrachten, ohne gesehen zu werden. Ich werde es versuchen. Wow, seit wann bist du hier der Boss? Wir arbeiten gemeinsam, schon vergessen? Perfekte Harmonie und so? Was schlägst du denn vor, Feuer? Ja, was du sagtest, klang schon gut. Warum hast du mich dann... Wir sollten trotzdem auf Kurzentfernung mitkommen. Für den Fall, dass etwas schief geht und Wasser Hilfe benötigt. Du hast recht. Denn wir sind die Elementarphönixe. Und wir halten zusammen. Weniger reden, mehr anfangen. Heute ist es soweit. Richtig? Das hängt nicht von mir ab. Na los, was sagen die Elemente? Die Vögel sind wohl gerade am Streiten. Perfekte Voraussetzungen. Na los, wie sieht die Zeitlinie aus? Geht in die richtige Richtung. Also können wir starten. Perfekt. Meister wird erfreut sein. Na los, lass uns beginnen. Verdammt, was haben die vor? Bereit, Schwester? Ach ja. O tenebris devocamus, in plena virtute surge. Das geht nicht gut aus. O cape solem, involve deam et nihil permitte transire. Surge et lux extinguere. Hast du das auch gehört? Wer ist da? Wasser, bist du in Ordnung? Gerade so. Aber sie haben etwas gestartet. Etwas Dunkles. Juhu, Phoenix Party. Wir haben keine Zeit für sowas, Bruder. Bereit machen zum Rückzug. Erde, du nimmst Wasser. Verstanden.
Und was ist mit denen? Wir können doch nicht einfach abhauen. Sie lassen nicht locker. Wir auch nicht. Bleibt stehen. Oder ich fahre härtere Mittel aus. In deinen Träumen. Blitze sind nur Lichtenergie. Los! Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Deswegen liebe ich dich. Ich weiß. Dann sind wir noch gerade noch entkommen. Verdammt, wo kommst du denn her? Hi. Jetzt aber schnell zurück nach Titan. Statusbericht. Wir haben das Sonnenschild initiiert und dabei auch die Phönixe lokalisiert. Die Abweichung, die wir verursacht haben, geht ganz genau in unsere Richtung. Perfekt. Dann müssen wir uns um die Force keine Sorgen mehr machen. Wenn sie weiterhin dem Kanon folgen, werden sie bald mit dem Bau beginnen. Was immer sie bauen, wir brauchen es. Schickt alle Truppen nach Welt C. Verstanden. Die Dunkelheit wird herrschen. Das Licht wird fallen. Warum müssen das nur immer mehr werden? Wenigstens sind die 2 Teenies nicht mitgekommen. Keine Sorge, wir sind jetzt da. Wir haben sie direkt zu uns gelockt. Wir sind nichts als unnütze Lockvögel. Alle sofort in den Creeper-Tempel. Wir werden angegriffen. Für Kämpfen haben wir später noch Zeit. Erstmal müssen sich alle in Sicherheit begeben. Wir halten euch den Rücken frei. Jetzt rein in den Tempel. Was denn los? Ich sagte doch, wir sollten nicht abhauen. War das die Dunkelheit? Wir können unseren Tod nicht riskieren, Feuer. Aber jetzt haben wir sie direkt zu den Creepern gelockt. Wir sind sicher im Tempel. Und wer weiß, wie lange sie bereit sind, vor der Tür zu warten. Irgendwann werden wir kein Proviant mehr haben. Oder dieser riesige Laser, den sie auf die Sonne senden. Was hat es eigentlich damit auf sich? So viel zu perfekter Harmonie. Feuer, beruhige dich, das bringt doch so nichts. Du hast recht. Ich gehe da jetzt raus und verbrenne die alle zu Asche. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Genau. Erst denken, dann handeln. Denken, denken, denken. Okay, was jetzt? Was jetzt? Okay, Dr. Creeper, finde heraus, was dieser Sonnenstrahl ist. Alle, die kämpfen können, rüstet euch aus. Feuer, Luft, wir heilen Wasser. Die anderen bekommen keine Panikattacke. Fühlst du dich besser? Ja, danke. Was ist passiert? Da war so eine Art Loch oder Portal, darin Dunkelheit. Sie scheint sich von dort zu verbreiten. Sie haben irgendetwas von Elementen und Zeitlinien geredet. Dann haben sie einen Zauber gesprochen und ein Strahl schoss aus dem Portal. Wenn auch nur ein kleiner Teil, hat mich dieser Strahl getroffen. Wir wissen ja bereits, dass Licht und Dunkelheit sich gegenseitig auflösen. Ich denke, der Treffer hat mich viel meiner Energie gekostet. Aber dir scheint es schnell wieder besser zu gehen. Das ist das Wichtige. Was war dieser Strahl? Sie haben irgendetwas von Sonne umhüllen gesprochen in diesem Zauber. Ich habe nur gesehen, dass der Strahl direkt auf die Sonne zuging und diese getroffen hat. Entschuldigung? Dr. Creeper,
Was hast du für Neuigkeiten? Also, ich habe den Zweck des Strahls ermittelt und bereits einen Gegenplan entwickelt, aber leider... Wir sind gerettet. Leider ist der Plan unmöglich. Nein! Was hast du denn herausgefunden? Nun ja, ich habe ermittelt, dass der Strahl wohl ein Schild aus Dunkelheit um die Sonne bauen soll. Das würde verhindern, dass die Sonne Licht auf die Welt bringt. Das würde nicht nur leichtes Spiel bei der Verbreitung der Dunkelheit geben, sondern auch uns alle zu Tode frieren. Was? Ihr wisst schon, dass ich dann als erstes dran bin, oder? Und was ist der Gegenplan? Wir könnten die Sonne näher an die Welt schieben, um so das Schild zu durchdringen und die Welt so aufzuheizen und mit Lichtenergie förmlich zu überfluten, sodass es nicht möglich wäre, noch ein Sonnenschild zu bauen und gleichzeitig keine Eiszeit eingeleitet werden kann. Die Sonne verschieben? Und wie sollen wir das anstellen? Das ist das Problem. Oh, störe ich? Okay, ich gehe dann mal lieber. Oder ich bleibe noch ein bisschen. Wer bist du? Wem dienst du? Und warum bist du hier? Was ist hier los? Ich bin Dr. Lectio. Ich diene, keine Ahnung, Christus? Und ich bin hier, weil ich ein Labor in der Nähe habe. Als ich es das letzte Mal besucht habe, war dieses Gebäude aber noch nicht hier. Tut mir leid für die Störung. Ich suche lieber einen neuen Landeplatz. Warte, das ist ein Enderman. Die sind eigentlich recht vernünftig. Das erste gute Vorurteil. Ich möchte nicht nach Aussehen urteilen, aber du siehst wie ein Wissenschaftler aus. Habe ich das richtig gelesen? In der Tat! Also, kurz gesagt wird Weltsee gerade von der Dunkelheit angegriffen, die ein Schild um die Sonne bauen, das eine Eiszeit verursachen würde, durch die jeder hier stirbt. Oh! Aber wir haben einen Plan, wie wir das verhindern können. Oh! Leider haben wir keine Idee, wie wir diesen Plan umsetzen sollten. Oh. Naja, was ist denn euer Plan? Also, das ist mir jetzt schon fast peinlich. Aber wenn wir die Sonne näher an die Welt schieben würden, könnten wir so das Schild zerstören und gleichzeitig die Welt aufheizen und mit Lichtenergie durchströmen. Oh, das ist die perfekte Gelegenheit, meine Blitzparametertheorie auf die Probe zu stellen. Deine... was? Die Blitzparametertheorie, das erste Mal vorgeschlagen von mir, 333 nach Christus, besagt, dass die fundamentalen Bauteile des Endiversums, wie die Anordnung der Welten, die Gravitation oder auch die Entfernung der Sonne, festgeschriebene Parameter sein könnten. Und das bedeutet? Nun ja, das Endiversum ist ein Universum des Lichtes und die konzentrierteste, reinste Form von Lichtenergie sind Blitze. Nach meiner Blitzparametertheorie könnte man Blitze verwenden, um so die Regeln des Endiversums zu ändern und so alles zu verändern, was man will. Ich habe bisher nur die Farbe meiner Hand leicht verändern können und es hat einen Stromausfall im ganzen Viertel gebraucht, aber es sollte möglich sein. Und was heißt das jetzt? Versteht ihr denn nicht? So können wir ganz einfach unseren Plan umsetzen. Oh, okay, das ist super. Also soll Luft einfach ein paar Blitze erschaffen und die Sonne so anziehen, oder wie? Du kannst Blitze erschaffen? Super! Dann müssen wir keinen 10-dimensional gespiegelten Lichtlaser bauen? Einen 10-Dimension was bitte? Also ich habe zufällig gerade einen Gaskristall dabei. Wenn wir ihn richtig schleifen, können wir ihn benutzen, um Blitzenergie darin zu speichern, die sich, sobald sie einmal drin ist, selbst erhaltet. Dann brauchen wir nur verstärkte Glasplatten, damit wir uns die Fingerchen nicht verbrennen und ein stabiles Fundament. Sowas wie Obsidian. Das müssten wir alles hier haben. Und wie bewegen wir damit dann die Sonne? Naja, habt ihr in Welt C schon Computer erfunden? Quantencomputer. Das will ich hören. Perfekt, dann brauchen wir nur noch einen Sicherheitsschlüssel. Das wird immerhin eine sehr gefährliche Maschine. Was könnten wir denn als Schlüssel benutzen? Habt ihr nicht irgendeinen Gegenstand, den ihr nicht mehr braucht?
Also, wir hatten ein paar Schuhe zu viel. Perfekt, die nehmen wir. Worüber denkst du nach? Über alles. Ich vertraue euch, ja, aber ich kann nicht aufhören zu denken, was... Was ist, wenn wir die Eiszeit nicht verhindern können? Ja. Naja, du bist der Einzige, der sich keine Sorgen um sein Leben machen muss. Alleine im ewigen Eis mit all euren Toten auf meiner Schulter klingt nicht wirklich besser als der Tod. Da hast du recht. Und wenn die Eiszeit beginnt, wer weiß, was die Dunkelheit vorhat, was sie mit den anderen Welten machen werden. Gerade sind sie in unserer Welt. Das ist doch die perfekte Chance, sie zu vernichten. Und das werden wir. Aber erstmal müssen wir sicherstellen, dass wir überleben. Ich weiß. Aber du hast recht. Wir müssen größer denken. Wie meinst du das? Wenn das Schild gebaut wird, wenn wir die Eiszeit nicht verhindern können, auch wenn es 1000 Jahre dauert, irgendwann wird die Sonne das Schild durchbrechen. Die Eiszeit kann immerhin nicht ewig anhalten. Auch wenn es lange dauern wird, wird Welt C irgendwann wieder mit Leben erblühen. Und die Dunkelheit wird dann noch da sein. Selbst wenn wir die Dunkelheit nicht besiegen können, sollten wir etwas hinterlassen, das zukünftigen Völkern dabei helfen könnte. Genau. Aber was könnten wir hinterlassen? Na, dich? Wie meinst du das? Du bist der Klügste von uns allen. Du hast ein so großes Wissen und ein so gutes Denken, jedes Volk würde töten, um dich zu haben. Wir könnten dich klonen. Der Klon hätte während der Eiszeit genug Zeit, um zu wachsen. Und wenn die Zeit reif ist, könnte der Klon erwachen und sein Wissen und deinen Intellekt teilen, um so gegen die Dunkelheit anzukommen. Bei allem Respekt, selbst bei unserer fortgeschrittenen Klontechnologie ist es nicht möglich, ein Gehirn 1:1 nachzustellen. Das wird nicht nötig sein. Wir Phönixe bestehen nur aus unseren Elementen. Aber ihr und alle anderen Lebewesen, ihr habt etwas Besonderes an euch. Ihr habt eine Seele, die selbst nach dem Tod weiter existiert. Nach dem Tod gibt es ein kleines Zeitfenster, bevor die Seele wohin auch immer geht. In diesem kurzen Zeitfenster kann die Seele eine neue Hülle annehmen, einen neuen Körper. Und in diesem weiterleben. Es würde etwas dauern, bis du deine Erinnerungen wieder erlangst, wenn überhaupt, aber das wäre unsere einzigste Chance, sollte die Blitzmaschine nicht funktionieren. Also wäre das tatsächlich ein möglicher Plan B? Lectio! Ja? Wir haben uns einen Notfallplan überlegt. Könntest du den anderen sagen, sie sollen Dr. Creeper klonen? Erde kann dir sagen, wo wir die DNA-Proben aufbewahren. Für Klonen bin ich immer zu haben. Klonen? Könntest du mir eure DNA-Bibliothek zeigen? Jetzt bin ich aber dran mit alleine im Stillen sitzen und überlegen. Okay, ich bin schon weg. Seele, Klon, Dunkelheit. Aber was wäre, wenn ich meine Erinnerung verliere? Dann wäre alles umsonst und wir hätten keine Chance mehr. Ich könnte eine Nachricht aufnehmen, aber um alles zu erklären, habe ich keine Zeit. Und wer weiß, ob die Nachricht lang genug erhalten bleibt. Eine kleine Nachricht schadet ihr nicht. Vielleicht löst sie einen Dominoeffekt in mir aus und die Erinnerungen kommen wieder. Okay, was ist wichtig? Blitzmaschine, die Schuhe und die Dunkelheit. Wenn du diese Nachricht hörst, ist unser Plan fehlgeschlagen. Ich bin dein Original. Du bist unser Notfallplan. Wenn wir versagen, haben wir durch dich eine zweite Chance. Was du hier siehst, ist das wichtigste Relikt in diesem Krieg. Diese Schuhe erlauben es, die Blitzmaschine zu bedienen. Wer sie hat, besitzt nahezu unbegrenzte Macht. Beschütze sie um jeden Preis. Du weißt nie, wem du vertrauen kannst. Es ist deine Aufgabe, diese Welt zu schützen. Die Dunkelheit darf nicht siegen. Lectio, wie weit ist die Blitzmaschine? Ich muss wohl eine falsche Frequenz eingestellt haben. Statt der Sonne kontrolliert sie die Anordnung der Welten. Was? Stell sie sofort ab! Kannst du das nicht irgendwie rückgängig machen? Naja, wenn wir genug Zeit haben. Wir haben keine Zeit, alles friert schon ein! Was ist passiert? Also, an sich ist meine Blitzparameter-Theorie korrekt. Nur hat anscheinend jeder Parameter eine eigene Frequenz. Wir haben gerade zufälligerweise die Frequenz der Anordnung der Welten erwischt.
Aber es könnte lange dauern, bis wir die Frequenz der Sonnendistanz spezifisch von dieser Welt finden. Und wie genau funktioniert das? Können wir einfach diese Kästchen herumschieben und... Stopp! Wenn man die Welten bewegt, könnte das verheerende Folgen haben. Also haben wir eine Weltzerstörungsmaschine gebaut. Ganz tolle Sache. Ich kann's nicht glauben. Unser letzter und einziger Plan. Wir werden alle sterben. Das war's. Tschüss, Creeper. Ciao, Phönixe. Auf Nimmerwiedersehen, Endiversum. Wasser, beruhige dich. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich fühle mich so... Meine Energie. Nein! Wasser! Nicht jetzt schon! Bitte! Ich will nicht sterben! Danke für mein Leben. Wasser! Was tun wir denn jetzt? Ich bekomme keine Flammen raus. Was soll ich... Nein, Wasser, nein, komm schon, komm zurück, komm! Das kann doch nicht wahr sein, wir haben versagt. Wie sollen wir denn das noch retten? Ich bin mir sicher, wir können das noch. Irgendwie habe ich das kaum sehen. Was sollen wir denn jetzt machen? Wasser war der Erste, aber wir werden die Nächsten sein. Ohne uns ist das Endiversum verloren. Ohne uns fallen die Elemente auseinander. Ich werde überleben. Ich bin Feuer. Ich kann nicht durch Kälte sterben. Ich werde mich alleine um alle 4 Elemente kümmern. Denkst du wirklich, du schaffst das? Haben wir eine Wahl? Leute, ich fühle, wie ich schwach werde. Und jede Bewegung fällt mir sehr schwer, als würde ich einfrieren. Wasser konnte ich's nicht mehr sagen, aber Erde, ich werde dich nie vergessen. Was redest du denn? Da werdet ihr nicht versuchen, mich zu retten. Ich glaube, wir wissen beide, dass das nichts nützt. Ich danke für alles. Dann wirst du wohl... Sag es nicht. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich lebe ja noch. Dann haben wir wohl noch etwas Zeit. Also, falls es euch beruhigt, für euch gibt es ein Leben nach dem Tod. Lexio, denkst du, der Klon würde in dieser Kälte überleben? Du meintest doch, du hast ein Labor in dieser Welt. Könntest du ihn vielleicht dorthin bringen? Ja, das wäre unsere beste Chance. Ich gehe aber lieber über Tore, draußen ist es viel zu kalt. Aber warte mal, hätten wir nicht einfach... Dr. Creeper? Ja? Wie fühlst du dich? Also, lang werde ich nicht mehr... Ist schon gut, mach dir keine Mühe. Wenn du nur deine Seele bist, außerhalb deines Körpers, sollten Wände oder Distanzen dich nicht mehr interessieren. Fliege einfach so schnell es geht in den Klon. Er ist gestorben, während ich geredet habe. Hoffen wir mal, er hat es geschafft. Das hat er. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich realisiere erst jetzt, was eigentlich passiert. Feuer, was immer passiert, versprich mir eins. Gib dir nicht die Schuld. Feuer, ich glaube, ich habe nicht mehr lange. Luft. Luft ist weg. Alle sind weg.
Wir haben versagt. Alle sind tot. Ich bin der letzte Überlebende. Warum muss das passieren? Ich hoffe nur, die Kobolde, die Magier, die Tiere haben irgendwie überlebt. Schnell, alle in die Lavahöhle! Das Eis wird uns nicht kriegen. Die Wärme bleibt bei uns. Da wollen wir endlich mal Weltsee machen und das passiert. Was denn? Sollen wir die etwa alle mitnehmen? Wir hätten einfach in Lectius Tor gehen können. Ich hätte einfach kämpfen sollen. Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Das ist alles meine Schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Sie haben es geschafft? Winterworld sollte doch ganz anders ablaufen. Ich muss mich kurz entschuldigen. Meine Befürchtung hat sich bestätigt. Hey Kenny, ich meinte doch, wir haben bisher nur eine normale 0,3er Abweichung. Nun ja, sie würde jetzt zu einer 23er. Aber das ist doch gegen die Watcher-Regeln. Ich verstehe. Es tut mir leid, aber ich muss das Programm kurz unterbrechen. Xayah! Wer zur Umaterie bist du? Du musst sofort nach Welt C sein. Du wirst wissen, was zu tun ist. Welt C? Was ist denn hier passiert? Alles ist eingefroren. Hallo? Lebt hier noch jemand? Dunkelheit? Aber wie kann das sein? Ich habe ihn doch... Aber natürlich, seit dem Urknall habe ich sein Gefängnis nicht mehr gesehen. Es muss kaputt gegangen sein. Das darf nie wieder passieren. Er ist irgendwo da draußen und hat wahrscheinlich noch viel Schlimmeres vor. Was soll ich nur tun? Ich habe eine Idee. Wesen des Lichtes. Ich taufe dich, Dynea. Deine Aufgabe ist es, den mächtigsten Krieger des Endiversums zu finden. Da weiß ich doch direkt, wo ich hin muss. Warte, wohin denn? Das wirst du schon noch sehen. So, dann muss ich jetzt nur noch 597 Jahre auf ihn warten. Vogel, sprechen? Hallo, irgendein Höhlenmensch aus Welt M? Mensch, Höhle? Ah, Höhle. Höhle, Haus. Mensch, zeigen, Vogel, Haus. Bitte, nenn mich Dynea.
Mensch zeigen Döner Haus. Nein, ich heiße Döner.